Du hast also Bitcoin gekauft. Glückwunsch! Damit hast du den ersten wichtigen Schritt in eine neue Finanzwelt gemacht. Aber halt, stopp! Genau jetzt beginnt der wirklich entscheidende Teil. Denn deine Coins einfach auf einer Börse liegen zu lassen, auf der du sie gekauft hast, das ist, als würdest du dein Gold im Schließfach eines Fremden lagern und hoffen, dass er immer ehrlich bleibt, niemals ausgeraubt wird und seinen Laden nicht plötzlich dicht macht. Aber was, wenn doch? Solange deine Bitcoin auf einer Börse liegen, gehören sie dir nicht wirklich. Du besitzt nur ein Versprechen auf deine Bitcoin. Du vertraust darauf, dass die Börse nicht gehackt wird, nicht pleite geht oder dein Konto aus irgendwelchen Gründen sperrt. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dieses Vertrauen in niemanden mehr legen musst, außer in dich selbst. Wie du die volle Kontrolle übernimmst und zum alleinigen Herrscher über deine eigenen Schlüssel wirst. Bleib dran, denn diese Information ist vielleicht die wichtigste auf deiner gesamten Bitcoin-Reise. Um zu verstehen, warum die Selbstverwahrung so fundamental ist, müssen wir über einen Satz sprechen, den du immer wieder hören wirst. Not your keys, not your coins. Nicht deine Schlüssel, nicht deine Coins. Das ist das oberste Gesetz in der Welt von Bitcoin. Stell dir vor, jede Bitcoin-Adresse hat einen geheimen privaten Schlüssel. Nur mit diesem Schlüssel kann man die Bitcoin, die dort liegen, auch versenden. Wer die Schlüssel kontrolliert, kontrolliert die Bitcoin. Wenn deine Coins auf einer Börse wie Coinbase, Binance oder Kraken liegen, verwahrt die Börse deine privaten Schlüssel für dich. Du hast nur einen Account mit Passwort, mehr nicht. Das ist zwar sehr bequem, aber das genaue Gegenteil von dem, wofür Bitcoin erfunden wurde. Finanzielle Souveränität. Geschichte ist voll von Beispielen, bei denen diese Bequemlichkeit zu Totalverlusten geführt hat. Börsen sind zentrale Angriffsziele für Hacker. Allein im Jahr 2025 wurden Kryptowährungen im Wert von über 3,4 Milliarden Dollar durch Hacks gestohlen. Börsen sind pleite gegangen, wie der dramatische Fall von FTX zum Beispiel gezeigt hat. Und dann sind die Kundengelder plötzlich Teil der Insolvenzmasse. Und ja, Börsen können dein Konto auch einfach sperren und dir den Zugriff auf dein Vermögen verwehren. Wenn du Bitcoin hältst, um von Banken und Institutionen unabhängig zu sein, dann ist es nur logisch, auch den letzten und wichtigsten Schritt zu gehen. Die Kontrolle über die Schlüssel selbst zu übernehmen. Du musst deine eigene Bank werden. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Die Lösung für dieses Problem heißt Selbstverwahrung. Und das Werkzeug dafür ist eine Wallet. Aber Wallet ist nicht gleich Wallet. Wir müssen zwischen zwei grundlegenden Arten unterscheiden. Hot Wallet und Cold Wallet. Eine Hot Wallet ist eine Software auf einem Smartphone oder auf einem Computer. Sie ist heiß, weil sie ständig mit dem Internet verbunden ist. Das macht sie praktisch für kleine Beträge und alltägliche Transaktionen. Aber genau diese Online-Verbindung ist ihre größte Schwachstelle. Dein Gerät kann mit Viren oder Malware infiziert werden und deine Schlüssel stehlen. Zum Ausprobieren und Lernen sind sie natürlich vollkommen okay, aber niemals für dein gesamtes Vermögen. Der Goldstandard für die sichere, langfristige Verwahrung von Bitcoin ist die Cold Wallet, auch Hardware Wallet genannt. Sie ist ein kleines physisches Gerät, das aussieht wie ein USB-Stick, zum Beispiel von den Herstellern wie Ledger, Trezor oder Bitbox. Der entscheidende Unterschied ist, die privaten Schlüssel werden auf einem speziellen gesicherten Chip innerhalb des Gerätes erstellt und verlassen es niemals. Selbst wenn du die Hardware-Wallet an einen komplett virenverseuchten Computer anschließt, können die Schlüssel nicht ausgelesen werden. Jede Transaktion muss von dir persönlich durch einen physischen Knopfdruck am Gerät bestätigt werden. Dieses Prinzip nennt sich Cold Storage oder auch kalte Lagerung, weil die Schlüssel vom Internet getrennt sind.
Für jeden, der Bitcoin ernsthaft als langfristiges Investment sieht, ist eine Hardware-Wallet keine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit. Okay, jetzt wird's praktisch. Wir richten gemeinsam eine solche Hardware-Wallet ein. Das Prinzip ist bei allen führenden Herstellern sehr ähnlich. Die Vorbereitung. Nimm dir auf jeden Fall Zeit und sorge für eine ruhige, private Umgebung, in dem dich niemand beobachten kann. Du brauchst eine neu gekaufte Hardware-Wallet, einen Stift und die leeren Notizkästchen, die mitgeliefert werden. Ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis vorab: Kaufe eine Hardware-Wallet immer und ausschließlich direkt auf der Website des offiziellen Herstellers. Niemals bei Amazon, eBay oder auch gebraucht. So stellst du sicher, dass das Gerät nicht manipuliert wurde. Gut, Schritt 1, die Einrichtung der Hardware-Wallet. Pack also das Gerät aus und überprüfe, ob die Verpackung unversehrt und versiegelt ist. Schließe es an deinen Computer an und folge den Anweisungen der offiziellen Software des Herstellers, die du von der Website heruntergeladen hast. Als erstes legst du einen PIN fest. Diese PIN schützt dein Gerät vor neugierigen Blicken, falls es jemand in die Finger bekommt. Wähle eine starke PIN, nicht 1, 2, 3, 4. Sollte jemand dein Gerät stehlen und versuchen, die PIN zu erraten, sperrt sich es nach wenigen Fehlversuchen selbst oder setzt sich sogar zurück. Der Dieb hat also keine Chance, an deine Geräte, an deinen Coins zu kommen. Und Schritt 2, der heilige Gral, deine Seed Phrase. Das ist mit Abstand der wichtigste Schritt im gesamten Prozess. Deine Wallet wird dir nun 12 oder 24 zufällige Wörter anzeigen. Das ist deine Seed Phrase oder auch Recovery Phrase. Diese Wortfolge ist dein Master-Passwort zu deinem gesamten Bitcoin-Vermögen. Mit diesen Wörtern kannst du deine Wallet auf jedem beliebigen neuen Gerät wiederherstellen, falls du dein altes verloren hast, es gestohlen wurde oder zerstört ist. Notiere diese Wörter handschriftlich auf einem Zettel oder der mitgelieferten Karte. Schreibe sie exakt in der richtigen Reihenfolge auf und überprüfe die Schreibweise auch gern 3-mal. Denn jetzt kommen die absoluten No-Gos. Tu das unter keinen Umständen. Mach kein Foto von den Wörtern. Speichere sie nicht in einem Passwortmanager. Tippe sie niemals in einen Computer, eine Notiz-App oder eine E-Mail ein. Also speichere sie niemals digital. Jede digitale Speicherung macht dein Backup anfällig für Hacker. Wer diese 24 oder 12 Wörter hat, hat die volle Kontrolle über deine Coins. Behandle sie wie den wertvollsten Schatz, den du besitzt. Anschließend wird die Wallet dich bitten, die Wörter zur Bestätigung noch einmal einzugeben. Und Schritt 3, der Praxistest, also eine Transaktion. Bevor du dein gesamtes Vermögen rüberschickst, machen wir einen kleinen Test. Das gibt dir Sicherheit und Vertrauen in den Prozess. Öffne die Software deiner Wallet und lass dir eine Empfangsadresse anzeigen. Kopiere diese Adresse. Geh nun zur Börse, auf der deine Bitcoin liegen, und sende einen kleinen Betrag, sagen wir mal 10 oder 20 Euro, an diese Adresse. Warte, bis die Transaktion im Bitcoin-Netzwerk bestätigt ist. Das kann ein paar Minuten oder auch mal bis zu einer Stunde dauern. Siehst du nun einen kleinen Betrag auf deiner Hardware-Wallet? Perfekt. Du hast soeben zum ersten Mal Bitcoin wirklich in eigenem Besitz genommen. Und jetzt kommt der Profi-Tipp für absolute Sicherheit. Setze deine Hardware-Wallet jetzt bewusst zurück. Diese Option findest du in den Einstellungen. Und spiele dein Backup drauf. Gib deine 24 oder 12 Wörter ein, um deine Wallet wiederherzustellen. Wenn der kleine Testbetrag wieder erscheint, hast du zu 100% bewiesen, dass dein Backup funktioniert. Erst jetzt, nachdem du diesen kompletten Zyklus einmal durchlaufen hast, solltest du dich sicher fühlen, auch größere Beträge auf deine Wallet zu transferieren. Gut,
Du bist nun also Herr deiner eigenen Schlüssel. Aber was ist mit dem Backup? Ein Stück Papier ist anfällig für Feuer, Wasser oder kann mit der Zeit einfach verblassen. Jetzt kommt das nächste Level der Sicherheit ins Spiel. Stahl-Backups. Das sind kleine Platten aus Edelstahl oder Titan, in die du die Wörter stanzt oder gravierst. So ein Stahl-Backup überlebt zum Beispiel den Hausbrand, eine Überschwemmung und ist praktisch unzerstörbar. Das ist die Methode für die wirklich langfristige und robuste Sicherung deiner Seed Phrase. Die ultimative Sicherheitsstrategie ist es nun, 2 oder 3 dieser Stahl-Backups zu erstellen und sie an geografisch getrennten, sicheren Orten aufzubewahren. Zum Beispiel eines im Tresor zu Hause, ein zweites im Bankschließfach und vielleicht ein drittes bei einer Person, der du absolut vertraust. Sollte ein Ort kompromittiert werden, hast du immer noch ein Backup. Bewahre niemals die Hardware-Wallet und dein Backup am selben Ort auf. Für diejenigen, die noch eine weitere optionale Sicherheitsschicht hinzufügen möchten, gibt es die Passphrase, oft auch als 13. oder 25. Wort bezeichnet. Das ist das zusätzliche selbstgewählte Wort oder auch ein Satz, den du deinem Seed Phrase hinzufügen kannst. Das Geniale daran, die Kombination aus diesen Wörtern, aus den 12 Wörtern plus deiner Passphrase erzeugt eine komplett neue, versteckte Wallet. Sollte also ein Dieb deine Wörter finden, kann er ohne die Passphrase trotzdem nicht auf dein Hauptvermögen zugreifen. Du könntest sogar eine kleine Menge Bitcoin auf der normalen Wallet ohne Passphrase lassen, um einen Angreifer im Ernstfall zufriedenzustellen. Eine Taktik, die man glaubhafte Abstreitbarkeit, plausible deniability nennt. Aber Vorsicht! Die Passphrase wird nirgendwo gespeichert. Wenn du sie vergisst, sind die Coins in der versteckten Wallet auch für immer verloren. Es gibt kein Passwort vergessen. Nutze dieses Feature nur, wenn du dir der Verantwortung absolut bewusst bist. Gut, fassen wir die 3 wichtigsten Schritte noch einmal zusammen. Besorg dir eine seriöse Hardware-Wallet direkt vom Hersteller. Sichere deine 24 oder 12 Wörter offline und physisch, am besten in Stahl. Und mache eine kleine Testtransaktion und verifiziere dein Backup, bevor du größere Summen dorthin bewegst. Wenn du diese Schritte befolgst, hast du die Kontrolle übernommen. Deine Bitcoin sind nun immun gegen Börsenhacks, Pleiten und Zensur. Du musst niemandem mehr vertrauen. Jetzt bist du wirklich der alleinige Herrscher über dein digitales Vermögen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, deine Bitcoin sicher zu verwahren, dann gib mir gern einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal für weitere tiefgehende Anleitungen aus der Welt von Bitcoin und Kryptowährungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.